Heute reden wir über schwere und/oder tödliche Unfälle auf Fahrgeschäften, Fahrgeschäfte, die nicht fertig gebaut werden und Parks, die komplett verkauft wurden. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Red2 Video Magazin und einem neuen Video meinerseits und einem neuen News-Video mit ein paar Updates und ein paar Neuigkeiten, über die wir auf jeden Fall jetzt hier sprechen müssen. Das Ganze ist zum Beispiel möglich durch Sponsoren wie SBF Visa aus Italien, die dieses Video jetzt hier supporten. SBF Visa kennt ihr alle, Fahrgeschäfte, also Karussells, Themenfahrten, aber auch Achterbahnen und Wasserbahnen made in Italy. Und da haben wir auch hier, verlinke ich euch gerne oben, eine Reportage mal mitgebracht und waren bei SBF Visa im Werk. Und vielen Dank an die Kollegen in Italien für das Unterstützen dieses Videos und das Möglichmachen dieses Videos. Und damit kommen wir auch direkt zum ersten Thema. Stardust Racers fährt wieder. Epic Universe in Orlando, Florida, USA. Und ihr habt das alle mitbekommen und wir haben auch hier in den News schon darüber gesprochen, dass Stardust Racers geschlossen wurde, nachdem am 18. September ein Fahrgast bewusstlos in der Station angekommen ist und dann wenig später leider im Krankenhaus verstorben ist. Und die vorläufige Autopsie hat bei dem 32-Jährigen ergeben, dass der Tod durch mehrfache stumpfe Aufprallverletzungen eingetreten ist. Und das war für einige auch direkt so, alles klar, dann weiß ich ja, was passiert ist, obwohl keiner weiß, was passiert ist. Das fand ich auch sehr spannend in den Kommentaren. Was auf jeden Fall klar ist, dass es einige Vorerkrankungen bei dem 32-Jährigen gab und er stark eingeschränkt auf einen Rollstuhl angewiesen war. Und seit dem 4. Oktober ist jetzt Stardust Racers wieder geöffnet und man kann die Bahn in Epic Universe wieder fahren. Epic Universe ist ja ein neuer Freizeitpark, der dieses Jahr erst eröffnet hat in Orlando und der 4. Park quasi von Universal in Orlando. Und Stardust Racers kann auch wieder fahren, da nämlich seitens Universal große, umfassende technische und betriebliche Überprüfungen, die bestätigt haben, dass das Fahrsystem ordnungsgemäß funktioniert hat. Und das bevor die Fahrt losging, während der Fahrt und auch bei der Rückkehr des Zuges in die Station. Und außerdem auch sämtliche Mitarbeiter sich an die Protokolle gehalten haben und auch alles erfüllt haben, so wie es erfüllt werden soll bei dieser Bahn. Mal ganz davon abgesehen, dass allgemein bei Universal, bevor irgendwelche Anlagen in Betrieb genommen werden extrem große Tests und aufwendige Tests stattfinden, um alles wirklich sicher zu haben. Und trotzdem gab es dann jetzt noch einmal nach dem Vorfall weitere umfassende Überprüfungen in enger Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden. Das Ganze wurde vom Bundesstaat Florida währenddessen überwacht und danach wurden die Ergebnisse auch noch einmal geprüft. Und außerdem darüber hinaus gab es dann Vor-Ort-Tests vom Achterbahnhersteller selbst und von einem unabhängigen Achterbahnexperten, die auch die Ergebnisse alle bestätigt haben. Sicherheit hat da die größte Priorität und ist bei Stardust Racers immer noch gegeben. Aber es hat sich auch eine Kleinigkeit geändert bei den Nutzungsbedingungen für diese Achterbahn. Und zwar war vorher die Rede davon, Sie müssen in der Lage sein, entweder selbstständig oder mit Hilfe Ihrer Begleitperson einen kleinen Schritt in das Fahrzeug zu machen. Also wenn du jetzt auf zum Beispiel einen Rollstuhl angewiesen bist, musst du selbstständig aus diesem aussteigen können und dann wechseln in den Achterbahnzug. Da gibt es jetzt keine Möglichkeit, da rein zu sliden, seitlich reingehoben zu werden. Wir haben ja die verschiedensten Möglichkeiten hier am Kanal auch schon mal gezeigt. Und das wurde jetzt gestrichen und ersetzt durch Gäste, die Mobilitätshilfen verwenden, müssen in der Lage sein, selbstständig zu gehen. Das ist quasi die größte Änderung und größte Konsequenz, die daraus gezogen wurde aus diesem Vorfall. Einen genauen, detaillierten und ausführlichen Abschlussbericht gibt es natürlich noch nicht. Werden wir aber auch drüber sprechen, wenn es soweit ist. Und wenn wir schon bei der unschönen Thematik sind, kommen wir auch zu einem schweren Kirmesunfall, der sich ereignet hat und sehr krass durchs Netz gegangen ist, auf jeden Fall die Videos. Und zwar gab es auf einer Kirmes in Mexiko so einen Propeller-Booster, bei dem dann die Struktur eines Arms gebrochen ist und dieser gegen den Mittelmast geschlagen ist. Wobei in Anführungsstrichen zum Glück nur 2 Menschen leicht verletzt wurden, obwohl das Ganze viel dramatischer aussieht. Das Fahrgeschäft sieht aus wie ein Booster und heißt Booster. Und im Zuge dessen hat die Fabri Group einen Beitrag, einen Post abgesetzt und Stellung bezogen dazu, dass das kein Fabri-Booster ist. Also nicht aus der Fabrikation von Fabri, sondern irgendjemand anderes hat dieses Ding gebaut. Aber das wollte ich euch auch mal mit auf den Weg geben, falls ihr so eine Attraktion seht und vielleicht das Typenschild seht oder sonstiges. Von Fabri war dieser Booster nicht. Und wir bleiben auch dann bei den Kirmesfahrgeschäften und kommen zum Invader, der dieses Jahr eigentlich auf die Reise gehen sollte. Ein neues Fahrgeschäft von SAD von Marvin Dresen und
Geplant war, im zweiten Halbjahr 2025 sollte der Invader die Halle von SAD verlassen. Das wäre jetzt. Und das hat er bis jetzt auch nicht. Und da gab es ein Statement von SAD zu. Und zwar hat man jetzt bei Messfahrten festgestellt, dass das Fahrgeschäft viel mehr kann als das, was man eigentlich erwartet hat. Mehr Leistung, mehr Power, mehr Geschwindigkeit. Grundsätzlich nicht verkehrt und man könnte einfach mit diesem offenen Potenzial trotzdem das Fahrgeschäft jetzt ausliefern. Aber man kann auch noch ein paar Stellschrauben drehen und das Ganze wirklich dann komplett ausschöpfen. Da hat man sich dann von SAD gedacht, jo, laden wir Marvin Drees mal ein als zukünftigen Betreiber, sprechen überhaupt mal darüber und dann gab es eine simulierte Testfahrt, wo Marvin Drees mitgefahren ist und man hat sich dann gemeinsam dazu entschlossen, okay, wir machen das komplett fertig und reizen alles aus, was die Anlage kann. Und damit gibt es dann die Premiere von Invader im Frühjahr 2026. 2026 wird sehr spannend, vor allem auch für Art Engineering, kennt ihr ja hier aus Deutschland. Und es gibt 2 neue Achterbahnen in Legoländern von Art Engineering 2026. 2 Indoor Coaster, einmal für Florida und einmal für Kalifornien mit dem Namen Galactic Coaster. Und nicht nur diese 2 Indoor-Achterbahnen wird es nächstes Jahr geben. Wir haben auch auf der Messevideo habt ihr hoffentlich gesehen, beim Stand von Art Engineering euch auch schon gezeigt, dass es neben den Wildswing auch jetzt den Wildswing XL gibt. Und eine Anlage davon kommt nach Liseberg in Schweden und eine weitere nach Belvade in Belgien. Habt ihr teilweise aber auch schon mitbekommen, wenn ihr Art Engineering auf den Social-Media-Kanälen von Art Engineering folgt. Wenn nicht, verlinke ich euch da auch die offizielle Seite gerne mal in der Videobeschreibung. Und wenn ihr uns schon etwas länger folgt, habt ihr bestimmt schon mal das Video zu Pleasurewood Hills gesehen. Wenn nicht, solltet ihr da mal reingucken, wenn euch interessiert, was das für ein Park ist. Und dieser Freizeitpark in UK wurde jetzt verkauft an Premier Attractions Limited. Und das ist eine Firma, oder eine Gruppe, die von der Familie Stokes geführt wird, die wohl eine Schaustellerfamilie aus UK sein sollen, aber auch international ein bisschen tätig sind. Aber noch auf jeden Fall in meinem Kosmos nicht wirklich in Erscheinung getreten sind. Und die haben jetzt Pleasurewood Hills von der Looping-Gruppe gekauft. Die Looping-Gruppe hat 2011 Pleasurewood Hills von Compagnie des Alpes gekauft. Ganz kurz, die Looping-Gruppe ist zum Beispiel die Freizeitpark-Gruppe-Kette, zu der auch Fortfahren Abenteuerland gehört oder Aventurenpark Hellendorn oder auch der Park St. Paul. Und als wir Pleasurewood Hills besucht haben, war der Park echt nicht in so einem geilen Zustand. Und hat auf jeden Fall viel Pflegeliebe nötig. Wenn ihr das nicht gesehen habt, verlinke ich euch gerne hier das Video dazu. Und könnt ihr gerne mal reingucken zu Pleasurewood Hills, euch das Ganze angucken, das Trauerspiel. Und ansonsten sehen wir uns jeden Tag um 18 Uhr wieder hier auf dem YouTube-Kanal zu einem neuen Video.